Guten Morgen! Das ist ein Kissen und man liegt auf einem Kissen, wenn man schläft. Es ist aber schon morgen, also stehen wir auf. Ich stehe auf. Ich bin aufgestanden. Ich öffne die Tür. Das ist mein Badezimmer. Es ist ein kleines Badezimmer. Es gibt nicht so viel Platz. Wir haben eine Badewanne. Das ist die Toilette. Ich sitze auf der Toilette. Das Toilettenpapier, das Fenster, der Spiegel und das ist ein Badezimmerschrank. Das Waschbecken, der Wasserhahn. Das Wasser fließt. Hier haben wir einen Handtuchhalter. Ich lege das Handtuch zusammen. Ich hänge das Handtuch auf den Handtuchhalter. Das Handtuch hängt jetzt auf dem Handtuchhalter. Man kann in der Badewanne baden oder duschen. Das ist ein Duschkopf. Mit dem Duschkopf kann man duschen und sich die Haare waschen. Ich dusche nicht gern am Morgen. Ich bin kein Morgenduscher. Ich bin ein Abendduscher. Das heißt, ich dusche gern am Abend. Ich dusche nach der Arbeit und schlafe dann in sauberen, frischen Kleidern. Viele Leute duschen aber lieber am Morgen, weil es ihnen hilft, besser wach zu werden. Ich putze mir die Zähne. Zuerst mache ich die Zahnpastatube auf. Dann drücke ich etwas Zahnpasta auf die Zahnbürste. Danach schraube ich den Deckel wieder auf die Zahnpastatube. Zum Schluss halte ich die Zahnbürste unter fließendes Wasser und putze mir die Zähne. Ich habe mir die Zähne geputzt. Ich wasche mir die Hände. Ich nehme ein bisschen Seife und seife mir die Hände ein. Dann spüle ich sie ab. Meine Hände sind nass. Ich trockne mir die Hände ab. Ich habe mir die Hände abgetrocknet. Meine Hände sind trocken. Es ist Samstag und es ist schon 9:30. Ich habe heute lange geschlafen. Ich bin am Wochenende ein Langschläfer. Das heißt, ich schlafe gern lange und stehe spät auf. Das Gegenteil von einem Langschläfer ist ein Frühaufsteher. Ein Frühaufsteher ist jemand, der früh aufsteht. Meine Haare sind verknotet. Ich bürste mir die Haare. Ich habe mir die Haare gebürstet. Ich sprühe Parfüm auf meinen Hals. Dann beginne ich den Tag mit einem Frühstück. Ich habe in der Heißluftfritteuse 2 Fischstäbchen gebacken. Ich möchte ein Fischbrötchen zubereiten, also ein Brötchen mit Fischstäbchen. Hier habe ich eine Packung mit 4 schottischen Brötchen. Die Brötchen sind sehr dunkel, sie sind fast schwarz. Das ist schwarz und die Brötchen sind fast schwarz. Ich öffne die Packung und reiße ein Brötchen ab. Sind sie verbrannt? Nein, sie sind nicht verbrannt. Diese Brötchen sollen wirklich so aussehen.
Die Bäcker backen die Brötchen absichtlich sehr lange bei hoher Temperatur. Deshalb wird die Kruste so dunkel und knusprig. Absichtlich bedeutet, man will das so, es ist kein Fehler und kein Unfall. Diese Brötchen sind in Schottland sehr beliebt. Viele Leute mögen dieses verbrannte Aussehen, weil die Kruste einen kräftigen, leicht rauchigen Geschmack hat. Innen sind die Brötchen ganz anders. Innen sind sie weich und luftig, nur außen sind sie hart und knusprig. Ich komme ursprünglich aus der Schweiz. In der Schweiz sind Brötchen normalerweise nicht so dunkel. Viele Schweizer würden diese Brötchen wahrscheinlich komisch finden, aber ich persönlich mag sie sehr. Jetzt mache ich mein Fischbrötchen. Ich schneide das Brötchen auf. Ich streiche Meerrettichsoße aufs Brötchen. Ich lege die Fischstäbchen in das Brötchen. Dann kommt noch ein bisschen Chilisauce drauf. Mein Brötchen ist fertig. Guten Appetit! Ich ziehe meine Jacke an. Ich ziehe den Reißverschluss zu. Ich mache meine Jacke zu. Ich gehe jetzt spazieren. Es ist immer schön, morgens spazieren zu gehen, wenn man Zeit hat. Das Wetter ist heute sehr schön. Der Frühling ist da. Hört ihr die Vögel? Die Vögel zwitschern. Ich überquere die Straße und gehe jetzt in dieses Café. Ich tippe auf den Bildschirm, weil ich etwas bestellen möchte. Ich tippe auf Hier essen. Ich tippe auf Matcha. Ich scrolle nach unten und wieder nach oben. Ich überlege, was ich bestellen möchte. Ich bestelle einen kalten Matcha Latte mit Kurkuma. Ich tippe auf Mandelmilch und lege das Getränk in den Warenkorb. Dann gebe ich meinen Namen ein. Zum Schluss bezahle ich. Ich rühre das Getränk um. Der Becher ist leer und ich werfe ihn weg. Jetzt bin ich im Supermarkt. Mögt ihr Chips mit Salz- und Essiggeschmack? Früher mochte ich sie nicht, aber jetzt mag ich sie sehr. Der Supermarkt ist heute nicht so voll. Es sind nicht viele Menschen da. Die Gänge sind leer. Hier gibt es viele Grußkarten für den Muttertag.
In Großbritannien ist der Muttertag an einem anderen Tag als in Deutschland. In Deutschland, Österreich und der Schweiz feiern wir den Muttertag meistens im Mai. Es gibt auch viele Schokoladen-Ostereier. Das ist ein Schoko-Osterhase. Wow, das ist eine interessante Geschmacksrichtung. Das ist ein Schokoei mit Popcorn-Geschmack. Vor Ostern sind Ostereier immer ziemlich teuer, aber nach Ostern werden die Preise reduziert. Das heißt, man kann sie viel günstiger kaufen. Ich nehme 2 Pepsi-Flaschen mit Lebkuchengeschmack. Diese Flaschen sind reduziert und kosten nur 46 Pence pro Flasche. Die Flaschen sind so günstig, weil Lebkuchen typisch für Weihnachten ist und Weihnachten schon vorbei ist. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe heute nicht mehr viel vor. Ich möchte mich nur entspannen. Das sind alle Wörter, die ihr heute gelernt habt. Schreibt mir gern in die Kommentare, woher ihr kommt, warum ihr Deutsch lernt und welche neuen Wörter ihr heute gelernt habt. Das interessiert mich sehr. Danke und bis bald.